Du möchtest fließend Deutsch sprechen, aber hast keinen Sprachpartner? Keine Sorge, heute zeige ich dir, wie du auch alleine zum Sprachprofi werden kannst. Denn in diesem Video teile ich 5 bewährte Tipps mit dir, wie du flüssiger Deutsch sprechen kannst, auch wenn du eigentlich niemanden zum Sprechen hast. Also, los geht's! Tipp Nummer 1. Lautes Lesen. Lies Texte laut vor. Das können Bücher, Zeitungsartikel oder Blogbeiträge sein. Viele meiner Schüler unterschätzen diese Methode leider. Deshalb habe ich sie gleich als allererstes erwähnt. Denn sie ist einfach am naheliegendsten. Wir haben den ganzen Tag Texte vor uns. Ob in der Zeitung, beim Surfen im Internet, auf dem Handy und natürlich auch, wenn wir Bücher lesen. Warum also diese Chance auslassen? Nimm dir also einfach einen kurzen Artikel zu einem Thema, das dich interessiert, und lies ihn laut vor. Achte dabei auch auf deine Aussprache und Intonation. Versuche den Text lebendig zu gestalten, als würdest du jemandem eine Geschichte erzählen. Und wenn du nicht gerne Zeitung liest, dann nimm stattdessen deinen Lieblingsblog oder dein Lieblingsmagazin und lies diese. Wir haben online so viele kostenlose Möglichkeiten. Und warum das Ganze hilft? Lautes Lesen trainiert deine Zunge und Sprechmuskulatur. Du gewöhnst dich an den Klang der Sprache und verbesserst deine Aussprache gleich mit, so wie dein Sprachtempo, damit du wie ein Muttersprachler klingst. Tipp Nummer 2. Selbstgespräche führen. Sprich mit dir selbst über alltägliche Dinge. Das ist für viele am Anfang etwas komisch, aber wie heißt es so schön? Der beste Gesprächspartner, den man haben kann, ist man selbst. Scherz, aber Spaß beiseite. Selbstgespräche zu führen ist eine tolle Übung, um deinen Sprechfluss zu verbessern. Und du kannst das jederzeit und überall machen. Zum Beispiel, während du kochst, beschreibe einfach, was du tust. Zum Beispiel, jetzt schneide ich die Zwiebeln klein und gebe sie in die Pfanne. Oder plane laut deinen Tag. Zum Beispiel, nach dem Frühstück werde ich einkaufen gehen und danach an meinem Projekt weiterarbeiten. Und warum das Ganze hilft? Selbstgespräche fördern dein Denkvermögen auf Deutsch und helfen dir, flüssiger zu sprechen, da du aktiv Vokabeln und Strukturen abrufst. Außerdem bist du in einem geschützten Raum. Wenn du also zum Beispiel eine schüchterne Person bist oder Angst hast, Fehler vor anderen zu machen, dann kannst du hier entspannt sein und dich auf deinen Lernfortschritt konzentrieren. Tipp Nummer 3. Die sogenannte Schattentechnik oder auf Englisch Shadowing genannt. Das bedeutet, man imitiert Muttersprachler, indem man ihnen nachspricht. Beispiel: Such dir ein deutsches Video oder einen Podcast aus. Höre einen Satz und sprich ihn sofort nach. Am besten im gleichen Tempo und mit der gleichen Betonung. Du kannst auch versuchen, direkt mitzusprechen, ohne zu pausieren. Aber einfacher ist es, wenn du dir das anhörst, kurz auf Pause drückst und dann wiederholst. Warum das Ganze so effektiv ist? Diese sogenannte Schattentechnik verbessert nicht nur deine Aussprache, sondern auch gleich deine Intonation und den Sprachrhythmus. Du gewöhnst dich an natürliche Sprachmuster und Redewendungen und du kommst weniger in Versuchung, von deiner Muttersprache zu übersetzen. Vielmehr lernst und verwendest du dann feststehende Ausdrücke, die du gelernt hast. Damit kommst du der Kommunikationsweise von Muttersprachlern schon um einiges näher. Tipp Nummer 4. Aufnahmen machen und anhören. Nimm deine eigene Stimme auf und höre sie dir an. Wir haben mittlerweile alle Handys, auf denen es Sprachnotizen oder Sprachmemos gibt. Zur Not kannst du auch ein Video aufnehmen. Wichtig ist einfach nur, dass du deinen Sprechfluss nachträglich nochmal beobachten kannst und nochmal schauen kannst, was gut gelaufen ist, was nicht, wo deine Schwächen liegen und wo deine Stärken liegen. Du kannst also einfach dein Handy benutzen.
Erzähle eine kurze Geschichte oder fasse einen Film zusammen und nimm dich, wie gesagt, dabei mit dem Handy auf. Höre dir die Aufnahme an und achte auch auf deine Aussprache, Grammatik und natürlich die Flüssigkeit. Notiere dir Bereiche, die du verbessern möchtest. Und um sicherzugehen, dass du auch alles richtig gemacht hast, kannst du KI-Werkzeuge wie zum Beispiel ChatGPT nutzen. Da gibt es jetzt mittlerweile verschiedene Plugins, mit denen du Audiodateien in Textdateien umwandeln kannst. Ich wünschte, ich hätte damals diese Möglichkeiten gehabt. So, aber warum hilft dir diese Methode eigentlich? Na, weil du durch das erneute Hören deines Texts Fehler besser erkennen kannst. Denn im Alltag hört man sich beim Sprechen ja nur bedingt zu, beziehungsweise man richtet den Fokus eher auf den Inhalt als auf die Grammatik. So aber kannst du gezielt an deiner Grammatik, aber auch an deiner Aussprache arbeiten, denn du richtest den Fokus bewusster darauf. Und die Aussprache sollte man definitiv nicht vernachlässigen. Außerdem gewinnst du so mehr Selbstvertrauen beim Sprechen. Übrigens, ein Videotagebuch kann genauso nützlich sein. Und zum Schluss Tipp Nummer 5. Rollenspiele und Szenarien. Nein, du musst nicht zum Theater gehen oder Schauspieler werden. Versetze dich einfach in verschiedene Gesprächssituationen und spiele sie durch. Beispiel: Stell dir vor, du bist in einem Restaurant. Übe, wie du eine Bestellung aufgibst. Zum Beispiel: Guten Abend, ich hätte gern eine Gemüsesuppe als Vorspeise und danach das Wiener Schnitzel als Hauptspeise. Oder simuliere ein Vorstellungsgespräch und beantworte typische Fragen. Diese Methode nutzen auch einige Muttersprachler, um sich einfach besser auf eine Situation vorbereiten zu können. Und diese Rollenspiele oder Situationen nachstellen habe ich auch ständig gemacht, als ich neue Fremdsprachen gelernt habe. Und für mich war es wirklich ein Gamechanger, weil ich dadurch in realen Sprechsituationen auch nicht mehr ganz so nervös war. Durch das Üben von Alltagssituationen bereitest du dich auf reale Gespräche vor. Und das ist ja unser Ziel. Du erweiterst deinen Wortschatz und wirst sicherer im Umgang mit verschiedenen Themen. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, dein gesprochenes Deutsch auf das nächste Level zu bringen. Denke daran, Übung macht den Meister. Auch ohne Sprachpartner kannst du viel erreichen, wenn du regelmäßig und gezielt übst. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Tipps zum Thema Deutschlernen zu verpassen. Teile gerne in den Kommentaren mit, welcher Tipp dir am besten gefallen hat oder welche Methoden du noch empfehlen kannst. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Üben!